Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem persönlichen Gespräch mit Marc Spangenberger, dem Geschäftsführer von PC Caddy. Herr Spangenberger, vielen Dank für die Bereitschaft, hier Insights zu geben. Ich glaube, kein anderer Zeitpunkt war so sehr geprägt davon, dass IT gefragt ist, nämlich die Corona-Krise, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Eine anstrengende und schwere Zeit für unsere Kunden, die Golfanlagen, diese Zeit zu überstehen. Und die Digitalisierung, die IT war natürlich ein wichtiger Punkt in der Begleitung. Wir haben das in der Golfbranche mit PC Caddy stark gemerkt, angefangen mit Homeoffices, aber eben auch sehr stark, und der größte Kraftakt waren am Ende die vielen Startzeitenmodule, die wir dann doch bei vielen Golfanlagen neu installieren mussten, weil man in Deutschland eben in vielen Anlagen noch eher ohne Startzeiten arbeitet. Wie sehen Sie es generell? Ist Digitalisierung in der Golfbranche angekommen? Die Digitalisierung ist sicher auch in der Golfbranche angekommen und hält da auch Einzug. Da gibt es keinen Unterschied zu anderen gesellschaftlichen Bereichen. Die Corona-Zeit war sicher eine Art Katalysator. Das heißt, viele Anlagen, die das noch ohne digitale Angebote versucht haben, mussten eben jetzt in kürzester Zeit umsteigen. Jetzt betreuen Sie ja über 800 Kunden in der Golfbranche und entwickeln immer wieder neu die Software. Jetzt kommt eine neue Version. 2020 haben also schon einige Kunden mal reinschnuppern können. Was kann die Software? Warum ist sie notwendig? Ja, vielleicht vorweg gesprochen, unser Programmierteam, Entwicklerteam produziert und entwickelt jedes Jahr Verbesserungen in den bestehenden Modulen. Es werden neue Module entwickelt. Jüngst waren das eben im Kassensystem mit Online-Payment, ein Event- und Veranstaltungsmodul. Das sind so Programmierungen, die einfach kontinuierlich die letzten 30 Jahre entwickelt worden sind. Aber in gewissen Abständen bedarf es auch einer Umgestaltung der Benutzeroberfläche. Man kann sich das vorstellen wie bei einer Handysoftware, was man vor vielen Jahren noch mit einem Desktop und mit wenigen Apps lösen konnte, ist heute in einer Vielzahl von Apps, die organisiert werden müssen. Genauso ist es bei PC Caddy auch. Die Arbeit in den Golfanlagen hat sich stark differenziert. Die Mitarbeiter an der Rezeption haben eine andere Arbeit als im Backoffice, in der Buchhaltung oder im Management. Und dementsprechend muss und möchte auch PC Caddy mit einer neuen Benutzeroberfläche eben hier auch neue Standards setzen und Möglichkeiten geben. Und was kann die neue Software in puncto Design? Ja, im Prinzip in puncto Design hat PC Caddy einen großen Schritt jetzt auch gemacht und gewagt. Die Herausforderung war, das Bewährte zu erhalten und in ein neues Design zu investieren. Die Situation ist, dass die Mitarbeiter in den Golfanlagen zunehmend mehr Zeit vor dem Computer, vor dem Tablet und damit auch vor PC Caddy verbringen. Dementsprechend haben wir das Design sehr modern, sehr schlicht und zurückhaltend gehalten, um eben lange Zeit konzentriert und in Ruhe arbeiten zu können. Und wie sieht es mit der Adaptionsfähigkeit aus? Ja, die Adaptionsfähigkeit einer Software ist heute ein ganz zentrales Thema und hat uns sehr viel Engagement und Zeit und Entwicklung gekostet. Mit einem, wie ich denke und sehe, und die ersten Rückmeldungen zeigen wirklich einem sehr guten Ergebnis. Die PC Caddy-Oberfläche kann für jeden Mitarbeiter individuell adaptiert werden. Das heißt, die unterschiedlichen Aufgaben im Golfclub können auch in der Software abgebildet werden. So hat eine Front-Office-Mitarbeiterin einen anderen Druck auch mit dem Kunden und andere Abläufe und andere Workflows als eben in einer Buchhaltungssituation im Backoffice. Und was haben Sie in der Datenbanktechnik verändert? In der Datenbanktechnik haben wir zwei große Veränderungen durchgeführt. Wir haben zum einen die Entwicklungsumgebung und auch die Datenbanken neu entwickelt und neu aufgesetzt. Dies insbesondere, um in Zukunft große Datenmengen sehr performant und gut bereitstellen zu können. Und zum anderen wird es PC Caddy in Zukunft auch aus dem Web über einen Webbrowser aufzurufen geben. Das heißt, wir haben jetzt alle drei Möglichkeiten für die Golfanlagen bereit, entweder in der klassischen Server-Client-Situation aufrufen aus der lokalen Installation oder über eine Private Cloud im Datenzentrum oder eben jetzt neu über einen Webbrowser, um eben im Homeoffice von unterwegs direkt auf PC Caddy zugreifen zu können. Und wie beurteilen Sie die künftige Positionierung von PC Caddy im Wettbewerb im deutschen Golfmarkt? Ja, zunächst beobachten wir den Wettbewerb mit Interesse und mit Neugier, aber auch mit einer gewissen Gelassenheit. PC Caddy hat in den letzten 30 Jahren sich eine Programmentwicklung und einen Support und einen Status entwickelt, der sich sehen lässt, der zur Marktführerschaft geworden ist. Und insofern schauen wir eher auf die Bedürfnisse unserer Kunden und auf deren Ansprüche
als dass wir den Wettbewerb in großer Linie beobachten. Aber auch da gibt es Entwicklungen, die für uns interessant sind. Vielen Dank, Herr Spangberger, für diese persönlichen Einblicke in PC Caddy, was dort in Zukunft die Kunden erwarten dürfen. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, hier dieses Video gesehen zu haben. Ja, vielen Dank, Herr Nowak, dass ich hier sein durfte, die Fragen beantworten durfte. Wenn Sie weiter Interesse an der PC Caddy Business Edition 2020 haben, dann lade ich Sie herzlich ein, uns auf Instagram oder Facebook zu folgen oder auf der Website die neuesten Entwicklungen mit zu bekommen. Schönes Spiel mit PC Caddy.